Audio ist Rolling. Muss ich damit irgendwas machen? Ja, die Klappe schreiben. Interview. Die erste. Hallo, ich bin Samba, aka Junes OD. Ich bin 21 Jahre alt, studiere Online-Journalismus in Dieburg. Nebenbei habe ich halt dieses Solo-Projekt seit schon mittlerweile 2 Jahren. Ich spiele auch in ein paar anderen Bands, aber ich konzentriere mich im Moment auch auf die erste EP-Aufnahme. Ich habe erst vor 2 Jahren angefangen zu singen und dann, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss singen, weil ich kann mich ja nicht mit meinen akustischen Songs da hinsetzen und die Leute damit langweilen, sondern die meisten wollen ja auch irgendwie ein bisschen Gesang und Texte, sonst kommt das Ganze auch nicht gut an. Also meine Wurzeln liegen auf jeden Fall in der Rockmusik. Ich höre auch immer noch viel Rock privat, aber auch andere Musik. Also im Moment interessiere ich mich auch auf jeden Fall für Jazz. Und ich war auch schon immer ein Hip-Hop-Fan, also es ist sehr divers. Also es hat zumindest so angefangen, dass ich erstmal mit Tunings rumprobiert habe. Und dann bin ich auf dieses super simple DAD-Tuning gekommen, was aber doch ganz gut so die Stimmung vermittelt, die ich da eigentlich vor Augen habe. Ich habe das jetzt nicht geplant oder so, ich habe einfach ein bisschen herumgespielt an der Gitarre und geguckt, wie das und das klingt. Und mir ist am Anfang auch gar nicht klar gewesen, dass es tatsächlich nur 2 Töne sind. Aber also man kann natürlich auch Akkorde greifen und man muss halt erstmal die Akkorde herausfinden, wenn man in einem anderen Tuning spielt. Und gerade das hat dann auch, glaube ich, so einen kreativen Effekt, weil man nicht in die alten Muster zurückfällt und die gleichen alten Akkorde spielt. Also ich höre nicht viel Musik, die in die Richtung geht. Aber wer mich auf jeden Fall stark beeinflusst hat, ist Nick Drake. Der ist ja auch so ein sehr besonderer Musiker aus den 70ern. Aktuelle Musiker gibt es vielleicht so Typen wie John Butler, der macht auch solche Sachen in die Richtung. Greenhorn in the city, I could not deal with my pain. Fulfilled with self-pity, I was standing in the rain. Ich war eigentlich die letzten 10 Jahre, in denen ich auch immer aktiv Musik gemacht habe, war ich eher im Hintergrund. Und auch dadurch, dass ich nicht gesungen habe zum Beispiel. Und es war auf jeden Fall auch eine Umstellung für mich, jetzt mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und dass viel mehr Leute auf mich achten, wenn ich live spiele. Weil wenn du als Bassist im Hintergrund spielst, gibt es ein paar, die darauf achten, was du machst, aber im Prinzip ist es nicht so wichtig, wie wenn du vorne stehst und singst. Und ja, mir ist nicht so wichtig, ein bestimmtes Image zu haben, aber ich will versuchen, dass das Gefühl, was ich selbst bei einem Song habe, wenn ich den komponiere, dass es in irgendeiner Form ankommt. Ja, die Songs, die ich bisher für das Solo-Projekt geschrieben habe, sind größtenteils eher melancholisch. Das liegt vielleicht auch daran, dass es einfach ist, traurigere Songs zu schreiben oder wenn man irgendwie ein bisschen deep drauf ist, eher dazu kommt, den Stift in die Hand zu nehmen. Weil eigentlich bin ich kein trauriger Mensch. Aber also ich schreibe gern nachts und manchmal auch morgens. Und meistens ist es so, dass ich erst die Melodie habe und manchmal auch das komplette Riff und dann später der Text hinzukommt. Ich würde gerne, vielleicht klappt das auch schon nächstes Jahr, auf Tour gehen. Also eine kleine Tour, vielleicht 1-2 Wochen. Und ich würde auch gerne mal mit anderen Musikern was ausprobieren, also vielleicht mit jemandem am Schlagzeug und jemandem am Bass. Mal sehen, wie das dann klingt. Ja, das sind so meine Pläne für das Projekt.